Korea gibt es übrigens auch eine richtig gute Konstruktion für Mopedfahrer im Winter, denn die Jungs haben Handschuhe. Man greift quasi einfach nur rein, kann alles normal bedienen, aber Hände warm. Und dann gibt es auch noch ein lustiges Restaurant, nennt sich Mom's Touch. Ist sowas wie ein Running Gag zwischen Backpack in Korea, wenn man fragt, und was hattest du gestern zu essen? Und dann sagt man, ja, jede Menge Mom's Touch. Klingt ein bisschen komisch, ist aber meistens ein guter Witz. Missing someone with all your heart. Missing someone with heart. How much you miss it, and you deserve. Das war also das Studio Ghibli. Sehr schön. Bisschen klein, hätte ich mir größer vorgestellt. Aber ich kenne da wen, den hätte das sicher mehr gefallen als mir. Das, was mir gefallen könnte, ist leider gerade im Bau, kommt aber bald. Das Café de One Piece. And you did it right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone and missing someone. Nächster Stopp, Seoul Tower. Oh, die Aussicht lässt zu wünschen übrig. Bisschen diesig heute. Missing someone is as normal. Missing someone. Das Motto hier oben ist relativ viel Liebe. Also der Love Tunnel, jetzt das Love Observation Deck. Und da sagt noch einer, alte Liebe rostet nicht. With all your heart. Missing someone with heart. Missing someone. Bin ich in was ganz Witzigen. Hinter mir Pharmacy, Optiker, Kaffee. Alles in einem. Echt eine super Sache. Warte, ich kann Kaffee trinken. Ich warte nur, weil ich einen Kaffee wollte. Kaffee ging aufs Haus. Kann man so machen. 잠시만 기다려 주십시오. 삼각지역 교차로 서울 지방 오금청 방향 횡단보도입니다. I am sad and so down. Hinter mir eine sehr bewegende Statue. Man sieht einen großen Bruder aus Südkorea und den kleinen Bruder aus Nordkorea, die sich auf dem Schlachtfeld wieder treffen und gegenseitig umarmen. Und der kleine Crack, der Riss in der Statue, bedeutet quasi die Trennung Süd- und Nordkoreas und die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung.
Jetzt also im Kriegsmuseum. Das ist wirklich interessant zu sehen, dass die Nordkoreaner heimlich Verträge unterschrieben haben mit Russland und China, somit die neuesten Waffen hatten und Südkorea überhaupt nicht vorbereitet war. Dann kam es halt zu der Invasion 1950. Alleine, wenn man sich die Zahlen anguckt, was so Schiffe, Panzer, Flugzeuge und alles Truppen angeht, fragt man sich, wo Nordkorea so viele Truppen her hatte. Everything is new. Unfamiliar scenery unfolded before me. Das war 6,5 Minuten Gänsehaut. Das ist eine sehr schöne Sache. Das nennt sich der Drop, die Tropfen. Dort wurden die 1300 Tags dieser Army-Abzeichen zusammengeführt zu einem großen Tropfen in Anerkennung an die gefallenen Krieger. War wirklich so, das soll ein kurzer Eindruck zum Kriegsmuseum gewesen sein. Museum sollte man ja eigentlich immer selber sehen, deswegen nur ganz kurz. Ich hoffe, ich schaffe es auch ganz kurz zu schneiden. Sicher bin ich mir immer noch nicht. Waren ein paar interessante Sachen dabei. Versucht modern zu gestalten. Ja, das Außengelände hat mir besser gefallen mit den Statuen der beiden Brüder und den Panzern und Flugzeugen. Ja, ich bin leider ein bisschen zu geschafft, um das Museum wirklich in mich aufzusaugen. Aber es waren halt relativ viele Sachen. Also Vorkriege, dann der eigentliche Krieg um 1950. Dann die Vereinten Nationen und noch die Kriege der Zukunft. Also es war ein bisschen viel auf einmal. Sollte man sich wahrscheinlich 2 Tage für Zeit nehmen. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für Essen. Ich zeige relativ wenig Essen mittlerweile. Ich bin im Restaurant und habe Bulgogi bestellt. Da habe ich das alles Ei ohne die Liebe des armen Mannes und ein kleines Kaltgetränk. Habe ich den Reis vergessen.